Moin Moin! Heute male ich ein Unterwasserbild. Inspiriert dazu hat mich ein Song von der Gruppe Yoko, der nennt sich Whale Song, von dem Album Into the Deep. Ich werde einen Flügel auf den Meeresgrund stellen, so zum Beispiel mit einer jungen Frau drauf. Vielleicht ist das die Komponistin dieses Songs, wer weiß. Und es schwimmt ein Buckelwal durchs Bild und schaut mal interessiert vorbei, was da unten so los ist. Zu Beginn wird der Meeresboden, vielleicht in dieser Breite, etwas gespachtelt mit einer leichten Spachtelmasse. Und ich benutze auch die an der Seite angetrockneten Teile, um das ein bisschen grobkörniger zu machen hier unten. Und los geht's. Ich arbeite übrigens auf einer Hartfaserplatte, einer beschichteten Hartfaserplatte mit dieser Kunststoffbeschichtung, die eine leichte Querstruktur aufweist. So, das muss jetzt erstmal schön durchtrocknen. Mit diesen Farben gestalte ich jetzt das Wasser. Das ist Celinblau, Türkis und lichter Ocker. Diese Farben verdünne ich sehr stark mit Wasser. Und bringe sie auf, und weil ich sanfte Übergänge möchte von einer zur anderen Farbe, bringe ich diese Farben quer auf. Das ist sehr dünn, weil ich mehrere Schichten brauche. Ich wasche den Pinsel kaum aus zwischen den Farben, damit die Übergänge entsprechend werden. Hier sieht es fast ein bisschen grünlich aus. Und dann hier unten noch ein bisschen gelblicher. Sehr schön. Ich gebe etwas Ethanol in meinen Marmeladendeckel. Nehme eine alte Zahnbürste und tropfe etwas Ethanol auf mein Bild, weil es so schöne Strukturen gibt. Ich trockne meinen Pinsel ab und sauge hier so ein bisschen die dunklen Ränder weg. Ich lasse es ein bisschen einwirken. Und mache diese Strukturen wieder ein bisschen unschärfer, indem ich nochmal das ein bisschen abwische. Das wäre die erste Schicht, die trocknet erstmal durch. Und dann wiederhole ich den Vorgang, genau wie eben. Ich setze also zwei ähnliche Lagen übereinander und hoffe, dass ich dann noch mehr unregelmäßige Strukturen erhalte.
wische ganz zart mit dem Tuch nochmal drüber und bekomme so waagerechte Schlieren. Das passt gut zu Wasser, finde ich. Und nun trocknet es durch. Den Meeresgrund hier unten hätte ich noch ein bisschen intensiver in der Farbe gerne und wiederhole da nochmal den ähnlichen Vorgang, allerdings nur mit Ocker. Dann wirkt der Meeresboden ein bisschen näher und das gefällt mir. Und es trocknet. Soweit die ersten beiden Lagen. Es werden aber sicherlich noch mehr. Aber an dieser Stelle möchte ich die Gegenständlichkeiten erstmal ins Bild zeichnen mit Hilfe meiner Schablonen. Das ist einmal dieser Buckelwal, der ungefähr so im Bild liegt. Und dann ja dieser Flügel mit der jungen Frau. Diese Form schneide ich jetzt erstmal aus mit einem Cuttermesser. Jetzt habe ich eine Negativform und eine Positivform. Vielleicht benutze ich auch mal beides. Und diese Flügelform, die steht etwa hier so im Bild. Ich möchte die Knie so ein bisschen in diese Richtung haben. Das finde ich kompositorisch ganz interessant. Okay, das zeichne ich jetzt auf. Ich grundiere jetzt die Walform mit Türkis und Paynes Grey, verdünnt, denn es soll auch dabei mehrere Lagen geben. Um das wieder ein bisschen zu entschärfen, tupfe ich die Oberfläche wieder ein bisschen ab. Bei der nächsten Lage werde ich darauf achten, dass ich nicht so große Sprenkel setze, sondern mehr so kleine wie hier, denn hat das so einen Charakter wie Seepocken. Das finde ich ganz gut. Ich muss jetzt die Innenlinien noch mal stärker kontrastieren, damit mir die nicht verloren gehen.
Mit Titanweiß werde ich den Wal noch ein bisschen plastischer machen. Das heißt, er kriegt hellere Stellen. Das Licht kommt ja von oben und insofern kann er noch ein bisschen mehr Helligkeiten bekommen. Titanweiß verdünnt mit Wasser ziehe ich jetzt hier rein. Jetzt grundiere ich den Flügel mit einer Mischung aus Schwarz und Paynes Grey.
Ich werde noch einige dünne Lagen über das ganze Bild legen, um das Wasser etwas dunkler zu machen. Aber bevor ich das tue, werde ich das, was bisher entstanden ist, mit Acrylbinder fixieren. Also eine Schicht Acrylbinder drauf geben. Ich nehme das Hellblau von oben mit ein bisschen Paynes Grey, sehr wässrig, denn oben soll das Wasser hell bleiben. Und färbe das ein, auch über den Fisch hinweg. Und ich setze wieder Ethanoltropfen, kleine. Und ich setze fort mit Türkis und Paynes Grey. Auch über alles hinweg. So, das muss trocknen. Hier nehme ich die Schicht wieder ein bisschen zurück. Der Flügel ist mir hier zu kontrastreich, der müsste ein bisschen weiter weggedrängt werden. Deshalb überziehe ich den Vordergrund mit einem weiß gemüssten Ocker, auch ganz dünn, und hoffe, dass der dann ein bisschen weiter weg ist. Ja, so ist es besser. So, zum Schluss wird dieser Hintergrundbereich in diesem Mittelstreifen noch etwas dunkler, damit es ein bisschen Tiefe kriegt. Und das geschieht wieder mit einer hellen Lasur aus Paynes Grey mit Türkis und mit Alkoholtropfen wahrscheinlich. Ich habe hier eine Lasur angemischt. Die bringe ich jetzt hier auf, ich werde aber den Fisch aussparen. Ja, das gleiche gibt es nochmal. So, ich bin fast fertig, aber der Wal soll noch ein paar so typische Seepocken haben an seinen Flossen und an seinem Körper haften. Also hier zum Beispiel. Diese Details im Vordergrund geben dem Bild nochmal Tiefe. Vorne ist es detailreich und kontrastreich und weiter hinten verschwimmt es und wird irgendwie diffuser. So, jetzt ist das Bild fertig und ich zeige es dir mal von oben nach unten.
dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Und überhaupt freue ich mich, wenn du mal wieder reinschaust in Marcis Atelier. Bis dann. Gott segne dich und deine Projekte.